Ich bin in Erzurum angekommen. Aber 16 Stunden Busfahrt, das schlaucht schon. Da sitze ich lieber 3 Wochen im Sattel. Alter, ist das geil hier. Seit, weiß nicht, 4 Uhr morgens sind wir hier nur durch Schnee gefahren. Richtig cool. Guten Morgen. Heute lasse ich das Fahrrad mal stehen, um bei diesem wunderbaren Tag einen kleinen Spaziergang zu machen. Nämlich zum iranischen Konsulat und da mal ein Visum abzuholen. Das Visum für den Iran, ich sag mal, es ist nicht schwierig zu bekommen, aber man muss 1, 2 Sachen beachten. Zum einen braucht man eine sogenannte Referenznummer. Das ist, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Einladungsschreiben vom Ministerium. Das habe ich über eine Agentur alles gemacht. Lief auch ganz gut. Da muss man dann beim Antrag auch so 1, 2 Sachen beachten. Vor allem wollen sie so einen richtigen Reiseplan haben. Dann muss man sich halt irgendeinen ausdenken. Naja, ich bin mal gespannt. Also das ist jetzt das allererste Mal, dass ich in ein ausländisches Konsulat gehe. Mal gucken, wie das so läuft. Es ist jetzt 20 vor 10. Ich bin früh dran. Mal gucken, wie das so laufen wird. So, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? In der Botschaft haben sie mir gesagt, dass mein Antrag aus irgendwelchen Gründen in Ankara gelandet war. Obwohl ich eine Bestätigung von dem E-Visa-Service bekommen habe, dass ich mein Visum in Erzurum abholen soll. Naja, dann habe ich mit dem Beamten gesprochen, dass das alles irgendwie doof ist, jetzt nochmal nach Ankara zu fahren, weil es ganz schön weit bis dahin. Und dann hat er telefoniert und hat dann gesagt, die haben den Antrag jetzt in Erzurum geschickt, aber das Ministerium hat den Antrag irgendwie abgelehnt. So, glücklicherweise habe ich das aber alles über eine Agentur gemacht. Das heißt, ich werde die Agentur jetzt nochmal anschreiben oder anrufen, mal gucken, ob ich die erreiche, dass die hoffentlich das Problem lösen können mit dem Ministerium, dass ich dann relativ kurzfristig mein Visum hier in Erzurum abholen kann. Das bringt wieder alles durcheinander, aber gut, so ist es auf Reisen nun mal. Kann nicht immer alles klappen. So, nächster Versuch. Ich habe gestern noch die höchstoffizielle Mitteilung bekommen, dass ich mein Visum hier in Erzurum abholen kann. Mal schauen, ob das klappt. Heute ist übrigens ein wunderbarer Tag, weil, wie man wahrscheinlich sehen kann, schneit es. Naja gut, vielleicht habe ich ja echt Glück und das klappt jetzt mit dem Visum reibungslos, damit ich meine Tour auch vernünftig fortsetzen kann. So, es ist geschafft. Ich habe mein Visum. Aber wo da jetzt das Problem war, warum die das erst nach Ankara dann wieder geschickt haben, keine Ahnung. Jedenfalls ging es am Ende recht zügig. Ich bin dann im Schneegestöber einmal zur Bank gelaufen, habe da das Geld bezahlt, bin wieder zurückgelaufen, habe dann auch gleich meinen Visa-Ausdruck bekommen. Alles ganz easy. So, jetzt werde ich zum Erzurum Busbahnhof gehen oder fahren, mal gucken. Alles ganz schön matschig hier. Und dann geht es nach Agri. Da habe ich dann ein Couchsurfing-Host gefunden. Und dann geht es weiter in den Iran. Da freue ich mich drauf. Das wird richtig cool. Guten Morgen. So, weiter geht's. Die letzten 2 Nächte habe ich in Agri bei dem Adem verbracht, den ich glücklicherweise bei Couchsurfing gefunden habe. Ein ganz cooler Typ, hat Spaß gemacht. Adem, wenn du das siehst, vielen Dank.
Du warst ein super Gastgeber. So, jetzt werde ich aber noch ein kleines bisschen durch dieses Winter Wonderland fahren. Zum Glück wird es jetzt tagsüber ein bisschen wärmer. Das heißt, der Schnee, der ist nur noch in den etwas höheren Lagen zu sehen. Aber gut, da muss ich jetzt erstmal durch. Bis zur iranischen Grenze sind das jetzt ja, irgendwas zwischen 100 und 150 Kilometer. Das werde ich jetzt ganz gemütlich in 2-3 Tagen fahren. Und dann bin ich auch schon da. Alter, ich freue mich so richtig. Das wird richtig cool. Naja, gestern musste ich was für mein Fahrrad tun. Und zwar hat mein Hinterrad ein Problem. Und ich dachte erst, das wäre der Mantel. Dann hat der Adem für mich, als er Mittagspause hatte, mal bei ein paar Fahrradshops vorbeigeschaut, ob die einen passenden Mantel haben. 2 hatten auch tatsächlich einen für meine Größe. Und der eine, der den teureren Mantel hatte, weil ich mir dachte, wenn es ein bisschen mehr Geld kostet, dann taugt es vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber der Typ, der hatte die schlechtesten Google-Bewertungen. Na ja, gut, bin ich da trotzdem hingefahren. Und ich muss leider zugeben, die Bewertungen sind gerechtfertigt. Alter Schwede. Man kann ja mal einen schlechten Tag haben, aber der Typ, der hat den Eindruck gemacht, also entweder hat er ein Problem mit seinem Leben oder der mag seine Arbeit nicht. Jedenfalls war der weder motiviert noch sonderlich freundlich. Dann hat er dann auch mein Hinterrad erst wieder schief eingebaut. Ja, naja, solche Leute gibt es leider auch. Jetzt muss es bis Tebris halten. Und dann werde ich mal gucken, dass ich da ein vernünftiges Rad bekomme. Weil der Mantel war es anscheinend nicht. Das ist wahrscheinlich die Felge. Naja, mal gucken. So, jetzt wird aber erstmal ein bisschen geradelt. Ist aber ein kleines bisschen frisch. Tja, es musste ja so kommen. Der ist mir förmlich explodiert. Ah, so ein kleiner brauner Haufen. Tja, da hat klein Sebastian mal wieder richtig Glück gehabt. Nicht nur, dass mir der Schlauch hier bei schönem Wetter geplatzt ist und ich meist meinen Ersatzschlauch dabei habe. Vorhin, als ich dann die Sachen gewechselt hatte und zur nächsten Tankstelle geschoben habe, hielt ein Iraner neben mir an. Der hat eine große Motorradtour gemacht und ist gerade auf dem Heimweg. Und der hat dann gefragt, ob ich ein Problem habe. Da habe ich ihm gesagt, nee, alles gut, hatte einen platten Reifen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will in den Iran und so. Und dann hat er gefragt, welche Städte peilst du so an? Und dann sagte ich, ja, Tebris ist die erste große Stadt. Und dann hat er gesagt, ja, ich komme aus Tebris. Ich habe da einen Kumpel, der hat einen Fahrradladen, der kann dir helfen. Richtig gut. Dann haben wir Instagram noch mal kurz ausgetauscht. Und wenn ich dann über der Grenze bin und Internet habe, dann kann ich ihn anschreiben und dann helfen sie mir weiter, dass ich da hinten dann wieder ein vernünftiges Rad habe. Richtig gut. Also es gibt Momente auf dieser Tour, da haut es mich echt von den Socken. Das ist der Agridagi oder auch Berg Ararat genannt. Der höchste Berg in der Türkei, ein sogenannter 5000er. Der ist etwas über 5100 Meter hoch. Wahnsinn. Und dem Glauben nach soll dort die Arche Noah gestrandet sein. Ich hatte, als ich die Reise geplant habe, also die Route denn, wie ich in den Iran fahren will, bin ich immer auf diese Gegend gekommen.
Und Bilder, die man sich dann im Internet mal anschaut, die können gar nicht rüberbringen, wie so ein Ort wirkt. Wahnsinn, ist sehr schön. Also heute war echt ein richtig geiler Tag. Nicht nur, dass es heute Morgen auch Frühstück gab und die Strecke auch gut zu fahren war. 90 Kilometer habe ich heute geschafft. Das ist auch echt eine coole Gegend. So, Zelt ist auch aufgebaut. Heute Nacht wird es kalt und ein Zelt isoliert auch immer so ein bisschen. Wasser kocht auch schon. Und dann musste ich heute auch noch einen Straßenhund auf so einer Verkehrsinsel mitten in der Pampa von seiner ziemlich langen Kette befreien. Und die hat er sich dann auch noch zwischen zwei Steine eingeklemmt. Naja, morgen werde ich auch noch nicht über die Grenze fahren. Es gibt hier so in etwa da hinten, ziemlich weit oben auf dem Berg, noch so einen alten byzantinischen Palast. Den will ich mir dann nochmal anschauen und da vielleicht morgen auch nochmal schlafen. Aber für heute genieße ich erstmal die Aussicht. Das ist der Ishak-Pascha-Palast. Der wurde damals zwischen 1685 und 1784 erbaut vom osmanischen Emir hier in der Gegend und seinem Sohn. Und der vereint Einflüsse aus den alten seldschukischen Moscheen und armenischen Kirchen und dem zeitgenössischen osmanischen Stil. Ja, schon ein cooles Gebäude. Warum müssen sie das immer so weit oben auf dem Berg bauen? So, und da sind die Überreste einer alten byzantinischen Burg. Und die Aussicht ist der Wahnsinn. So, die Zeit in der Türkei neigt sich dem Ende zu. Ich werde hier heute nochmal in einem Hostel schlafen. Dem einzigen, was es hier gibt und was eigentlich geschlossen hat. Aber die Leute hier sind ganz nett. Ist alles da, ist alles sauber. Und es kostet auch nicht die Welt. Das passt schon. Und so kann ich morgen dann richtig früh aufbrechen und zur Grenze fahren. Da freue ich mich drauf. Ja, und so ganz allgemein gesagt ist die Hälfte der Zeit auch schon rum. Und ich denke mal, jeder, der so eine Tour in der Größenordnung schon mal gemacht hat, weiß, dass man irgendwann einen gewissen Punkt überschreitet. Nämlich, dass man irgendwann nicht mehr so unsicher ist und sich fragt, oh, klappt das alles, kann ich das alles, funktioniert alles? Und so, nein, dass man Vertrauen findet. Zu sich selbst, zu seiner Ausrüstung. Und dass man vor fremden Ländern und fremden Menschen keine Angst haben braucht. Aber ja, auf so einer langen Tour liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass nicht immer alles glatt läuft. Ne? Man findet nicht immer den tollsten Schlafplatz. Man gerät auch nicht immer an die freundlichsten Menschen oder an die angenehmsten. Wie heute Morgen zum Beispiel. Ich bin glücklicherweise noch vor den ganzen Schafhirten wach geworden. Und da war einer dabei, es war so ein junger Bursche, der wollte wahrscheinlich so einen auf Obercool machen und alles. Konnte kein Englisch, ich natürlich kein Türkisch und so war die Kommunikation ein bisschen schwierig. Und dann wollte er zwischendurch eine Powerbank von mir haben und sein Handy aufzuladen. Habe ich ihm auch anfangs gegeben, dass er ein bisschen laden konnte. Aber dann hatte ich meine Sachen schon so weit zusammengeräumt und wollte ich die wieder haben. Habe ich dann auch wieder bekommen, aber der dachte, weil ich so viele Powerbanks habe, dass ich ihm eine schenke.
Naja, das wurde mir dann irgendwie ein bisschen ungemütlich und ich bin dann zwischendurch doch zu meinem Fahrrad gegangen und habe dann die Pfefferspraydose in die Tasche gepackt. Und der ist dann glücklicherweise dann irgendwann auch verschwunden. Ne? Aber sowas erlebt man dann halt auch manchmal. Das passiert eben. Ne? Es läuft nicht immer alles glatt. Aber das Wichtige ist, dass man eben weiß, dass solche Sachen auch vorübergehen. Ne? Und am nächsten Tag wird es dann halt besser. Es muss halt auf so einer Tour immer weitergehen. Ne? Genauso, wenn man allein unterwegs ist, dass man sich halt mal einsam fühlt. So, aber was will man machen? Man kann dann abends im Schlafsack liegen und alles voll heulen. Aber am nächsten Tag ist man immer noch alleine. Und man ist immer noch irgendwo auf der Welt. So, und man kann ja nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich fahre jetzt nach Hause. Nee, man muss den Weg dann fortsetzen. Ne? In die eine oder in die andere Richtung. Das ist halt so. Naja, ich werde es mir jetzt noch gemütlich machen. Und dann geht das Abenteuer morgen dann so richtig los.